Franziskus von Assisi und der Jakobsweg. Santiago de Compostela. Wir schreiben das Jahr 1214. Es ist Nacht. Auf dem Boden der Kathedrale liegt seit vielen Stunden ein Mann in tiefem Gebet ausgestreckt, wie es so seine Art ist. Der Mann heißt Giovanni Battista di Bernardone und stammt aus Umbrien in Italien, genauer aus einer Stadt namens Assisi. Bekannt ist er unter dem Namen Francesco, der kleine Franzose, bzw. lateinisch Franziskus, weil er Französisch spricht, die Sprache seiner Mutter. Franziskus ist wie viele in Santiago auf der Suche, wie es in seinem Leben weitergehen soll. Als reicher Kaufmannssohn geboren, wollte er zunächst Ritter werden, war aber 1202 bei einem Feldzug in Kriegsgefangenschaft in Perugia geraten und krank geworden. Der Vater hatte ihn zwar nach einem Jahr freigekauft, aber der 21-Jährige war trotzdem in eine tiefe Sinnkrise gestürzt. In der verfallenen Kirche San Damiano hatte er 1206 vor einem Kreuz eine Stimme gehört. Franziskus, geh und stelle mein Haus wieder her, das, wie du siehst, ganz verfallen ist. Er hatte die Stimme wörtlich genommen und mit dem Vermögen seines Vaters diese und andere verfallene Kirchen in der Gegend mit eigenen Händen wieder aufgebaut und den Reichtum mit den Armen geteilt. Darauf hat sein Vater ihn vor Gericht dazu gezwungen, auf sein Erbe zu verzichten. Er hat ihm alle seine Kleider zurückgegeben und sich zum Vater im Himmel bekannt. Durch seine Predigten und sein Leben nach dem Evangelium in tiefer Armut und Selbstverleugnung hat er Anhänger angezogen, die so wie er leben wollen. Nun plagt ihn die Ungewissheit. Wie soll es weitergehen? Spät in der Nacht empfängt er endlich die Weisung, überall in der Welt Klöster zu eröffnen, da sein Orden zu einer gewaltigen Menge an Brüdern anwachsen werde. Wie es so seine Art ist, fängt er gleich mit dem ersten Kloster an. Der Legende nach beauftragt er, selbst bettelarm, einen armen Köhler namens Cotulai, das erste Kloster in Santiago zu bauen. Als dieser ihn fragt, woher er das Geld nehmen solle, nennt er ihm eine Stelle im Wald, an der ein Schatz vergraben liegt. Der Köhler findet diesen tatsächlich und errichtet damit das Franziskanerkloster in Santiago. 1215 erkennt der Papst den Orden der minderen Brüder offiziell an. Unter der Führung der heiligen Clara von Assisi, einer geistigen Freundin von Franziskus, entsteht ein Nonnenorden, die Klarissen. Ebenso gründet Franziskus einen Orden für Laien, die Tertianer. Nachdem der Papst und seine eigenen Ordensbrüder Probleme mit einer Ordensregel haben, die nur auf dem Evangelium beruht, zieht Franziskus sich 1224 auf den Berg La Verna zurück. Dort empfängt er die Wundmale Christi. Von diesen Wunden, einer Augenkrankheit und seinem fortgesetzten Fasten geschwächt, kehrt er schließlich nach Assisi zurück. Dort stirbt er am 3. Oktober 1226. Bei seinem Tod gibt es schon zahlreiche Franziskanerklöster in Europa. Papst Gregor IX. Spricht Franziskus am 16. Juli 1228 heilig. Franziskus hinterlässt der Welt ein reiches spirituelles Erbe in Form von Texten, Briefen und auch dem berühmten Sonnengesang, den ich für euch in meiner Playlist Camino de Santiago verlinkt habe. Die Fioretti, die Blümchen des heiligen Franziskus, sind eine Sammlung von Geschichten aus seinem Leben und dem seiner ersten Nachfolger. Dort findet man im 4. Kapitel die Erzählung der Pilgerschaft nach Santiago. Der Wolf von Gubbio. Das 21. Kapitel der Fioretti beschreibt, wie Franziskus einen reißenden Wolf zähmt, der vor der Stadt Gubbio sein Unwesen treibt. In Demut, Mitgefühl und Nächstenliebe sieht er das Leid des Tieres, das er seinen Bruder Wolf nennt. Er verpflichtet den Wolf, Frieden zu halten und garantiert gleichzeitig, dass die Bewohner ihn mit Futter versorgen werden. Noch heute erinnern sich die Bewohner von Gubbio an Franziskus und den Wolf, der noch 2 Jahre nach seiner Zähmung durch die Straßen der Stadt lief, bis er vor Altersschwäche starb. Im Folgenden zeige ich euch Bilder aus Gubbio und Assisi, die ich am 30. Mai 2023 aufgenommen habe. Buongiorno cari amici. Hier bin ich jetzt heute in Gubbio und ich wollte eigentlich versuchen, in die Kathedrale von San Francesco hineinzukommen.
Die ist aber leider geschlossen. So, wie man hier sieht, die Kathedrale ist zu. Macht erst um 5 Uhr auf und so lange bin ich nicht hier. Deshalb mache ich noch einen kleinen Schwenk durch die Stadt und dann fahre ich weiter nach Assisi heute. So, ich stehe jetzt hier so am Platz vor der Kathedrale oder vor der Kirche San Francesco und filme mal hier so die schöne Stadt von Gubbio. Heute hat wohl ein Markt stattgefunden oder findet noch statt. Und gleich gehe ich wieder zurück. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal mit dem Klick auf die Muschel zu abonnieren. Die Stadt Gubbio ist heute mit Flaggen geschmückt und ist eine sehr schöne mittelalterliche kleine Stadt. Ich habe bloß leider nicht so wahnsinnig viel Zeit heute. Muss also schon wieder weiter. So sieht es in einer italienischen Stadt aus, die schon im Mittelalter bestanden hat. So, ich bin heute mit dem Auto hergefahren nach Assisi und von links kommen schon die Gewitterwolken. Mit Gewitter und Blitzen habe ich es auch schon gesehen. Und jetzt bin ich hier vor der Kathedrale von San Francesco. Und wo ich schon mal vor 40 Jahren war, mit 13 Jahren, meine allererste Pilgerfahrt. Und damals sind wir mit der Pilgergruppe von Niederbayern ausgekommen. Und ich habe in der Kirche Fürbitten gehalten beim Gottesdienst, das weiß ich noch. So, und jetzt gehe ich mal rein und rette mich vor dem Ungewitter. Nachdem am oberen Eingang gerade irgendwie ein Konzert oder irgendwas stattfindet, kann ich jetzt sogar beim unteren Eingang rein. Und ich muss auf der linken Seite rein. Jetzt war ich in der Kathedrale vom Heiligen Franziskus. Da drin darf man weder fotografieren noch filmen. Daran habe ich mich gehalten. Und ich werde vielleicht im Internet ein paar Bilder zusammensuchen und euch dann weiter berichten. Ich bin jetzt hier im Innenhof und kann noch mal ein bisschen von außen die Kathedrale filmen. So, liebe Freunde, das war's also Assisi. Ich werde zu Hause noch einiges ergänzen und euch dann noch weitere Informationen geben. Ciao, ciao.